Hallo und Servus zusammen. Heute zeigen wir euch nicht nur unseren BMW R1250 GS Umbau, sondern wir drehen auch noch eine Runde mit der BMW R1300 GS. Werfen dabei einen Blick auf den Totwinkelwarner und bauen in Schnellgang ein Sturzbügelset an. Dann schauen wir uns, wie versprochen, unsere S1000R im Detail an. Und unser Edelstahl-Sturzbügel wird in Zeitraffer an die BMW R18 angebaut. Aber als absolutes Highlight des Videos seht ihr zum Abschluss noch unsere brandneue F900 GS mit unseren ersten Produkten. Das alles seht ihr in dem Video. Also, los geht's! An dem R1250 GS Umbau fallen euch natürlich gleich unsere LED-Zusatzscheinwerfer am Verkleidungssturzbügel auf. Und der passende Motorsturzbügel wurde selbstverständlich auch verbaut. Auch seht ihr hier unsere roten Felgenrandaufkleber, die Gabelsturzpads, die Spiegelverbreiterung, unsere Handprotektorverbreiterung und jetzt nähert sich auch unser Kühlergitter aus eloxiertem Aluminium und unser Lufteinlassgitter. Wie ihr es von uns gewohnt seid, liegt die Würze natürlich im Detail. Was hier neben unserer Lenkererhöhung und dem Tankrucksack sehr viele unserer Aluminium-Dreh- und Fressteile sind, wie zum Beispiel die Rahmenabdeckungen und die Schwingenlagerabdeckung. Neben unserem Sitzbankumbau und Kennzeichenhalter ist der Kotflügel natürlich ein Highlight. Ebenfalls wurden unsere Radachsabdeckung, das Kardansturzbett, eine Schalthebelvergrößerung und unsere Seitenständervergrößerung mit Erhöhung verbaut. Und jetzt zeigen wir euch das Ganze noch mit etwas mehr Pep. Na, wem ist hier auch noch einer abgegangen? Schreibt es uns unten gerne in die Kommentare. Und wenn wir schon dabei sind, der aktuelle Netzfund. 2 Tages Kurztrip. Dieses Wochenende ist auch meine Frau dabei, schreibt der Künstler hier. Dann zeigen wir euch in den nächsten Videos alle neuen elektronischen Helferlein und die Software der R1300 GS. Jetzt starten wir mit dem Totwinkelwarner oder wie BMW es nennt, Spurwechselwarnung SWW. Ihr seht am unteren Rand des Spiegels, dass sich von hinten 2 Pkw nähern. Wenn der hintere Radar ein Objekt im toten Winkel erkennt, leuchtet das Dreieck im Spiegel orange. Jetzt ist der erste Pkw vorbei und jetzt wird wieder gewarnt, dass sich ein Objekt hinter uns im toten Winkel befindet. Das funktioniert ja schon mal richtig gut und macht auch Sinn. In den nächsten Videos informieren und zeigen wir euch alle Details zu den Features, Spurhalten, Abstand und Tempomat und wie diese zusammenspielen. Wenn euch also das Neueste zum Thema BMW Motorrad und unsere Produkte dafür interessieren, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um ein Like und ein Abo dazulassen. Bezüglich Radar haben wir auch noch eine sehr interessante Information für euch. Dünne bzw. normale Aufkleber, wie ihr hier unseren Hornig-Aufkleber auf dem Frontradar seht, beeinflussen die Funktionsweise des Radars nicht. Das heißt, es müsste
also auch eine Folierung mit einer normalen Folie ohne Probleme möglich sein. Aber mit zum Beispiel dickeren Silikonaufklebern funktioniert der Radar dann leider nicht mehr. Das ist der Lieferumfang unseres Motorsturzbügels mit dem benötigten Werkzeug, den wir jetzt im Flug an die R1300 GS anbauen. Erst wird die Schraube unten am Rahmen gelöst. Dann wird der Sturzbügel hier mit der entsprechenden Buchse angeschraubt. Jetzt ist der Befestigungspunkt vor dem Zylinder an der Reihe. Dann der oben beim Zylinder. Zuerst werden alle Schrauben immer nur leicht angezogen, dass man noch die Möglichkeit hat, den Sturzbügel etwas zu positionieren. Erst am Ende werden dann alle Schrauben fest angezogen. So sieht der Motorsturzbügel dann an der BMW R1300 GS aus und bietet eurem Motorrad enormen Schutz im Fall der Fälle. Alle technischen Details wie Drehmoment und so weiter entnehmt ihr bitte der Anbahnleitung. In Zukunft werden wir auch noch versuchen, euch diese Details gleich im Video anzuzeigen. Jetzt wird der passende Verkleidungssturzbügel dazu angebaut. Erst wird das Windschild hochgefahren, dann werden die seitlichen Deflektoren links und rechts abgebaut. Danach werden die zwei Dübel unter dem Schnabel entfernt. Jetzt wird der Schnabel abgeklickt und nach vorne weggezogen. Nun können die Verkleidungssturzbügel oben am Rahmen angeschraubt werden. Auch hier werden natürlich erst am Ende alle Schrauben fest angezogen. Und hier seht ihr, wie der Verkleidungssturzbügel am Motorsturzbügel befestigt wird. So sehen dann beide Sturzbügel an der R1300 GS aus. Wie versprochen, zeigen wir euch noch unseren S1000R-Umbau im Detail. Sofort sticht der lackierte Vorderradkotflügel ins Auge, wie auch unsere Felgenrandaufkleber. Unsere getönte Sportscheibe, die Lenkererhöhung und unsere Lenkerendspiegel sind euch bestimmt schon aufgefallen. Wie auch unser Tankrucksack, die Axo-Motorsturzpads, aber vor allem das kurze Heck lässt die mächtige S1000R noch deutlich sportlicher aussehen. Dann bauen wir unseren Edelstahl-Sturzbügel an die BMW 18 im Zeitraffer an. Hier seht ihr den Lieferumfang und das benötigte Werkzeug. Zuerst wird die obere Schraube am Rahmen gelöst. Jetzt wird dort die rechte Seite des Sturzbügels leicht angeschraubt und dann die untere Schraube. Dann wird die linke Seite aufgesteckt und erst oben leicht angezogen. Dann unten. Wenn alle Teile richtig sitzen, werden alle Schrauben fest angezogen. Die richtigen Drehmomente entnehmt ihr bitte der Anbahnleitung bzw. unserer Drehmomenttabelle. Wenn zum Beispiel bei der R18 Bagger ein Lenkungsdämpfer verbaut ist, reicht es in der Regel, wenn ihr zum Anschrauben den Lenker etwas dreht. Es kann aber auch der Lenkungsdämpfer gelöst und dann wieder befestigt werden. Zum Abschluss zeigen wir euch noch unsere brandneue BMW F900 GS mit den ersten Produkten von uns. Im Shop findet ihr schon unsere Vergrößerungen für die Handprotektoren, Lenkererhöhungen, Spiegelverbreiterungen, Schalthebelvergrößerung, Gabelsturzpads und Achssturzpads für hinten und fast jeden Tag werden es mehr Produkte.
Von der F900 GS werdet ihr in Zukunft noch mehr sehen. Also Servus und bis zum nächsten Video.